Rock am Ring ist seit über 30 Jahren eines der größten Festivals in ganz Europa. Nur wenige Tage dauert in der Regel der Umbau von einer permanenten Rennstrecke zu einem Festivalgelände, auf dem Zehntausende Besucher Platz finden. Auch wenige Stunden vor Öffnung des Geländes sind unzählige Gewerke im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf während der Veranstaltung zu sorgen. Während vor der Bühne die Mitarbeiter des technischen Dienstes noch letzte Hinweisschilder montieren, bereitet sich einer der beiden Nürburgring-Geschäftsführer schon auf den heutigen Tag vor. Wir treffen Ingo Böder im TÜV Tower, in dem sich neben zahlreichen Büros auch die Race Control befindet. Während bei Rennen hier die Einsatzkräfte und der Rennleiter sitzen, wird bei Rock am Ring die Räumlichkeit mit vielen Überwachungsmonitoren zur Koordinierungsstelle. Ja, wir sind jetzt hier in der sogenannten Race Control. Die Race Control am Nürburgring eignet sich also nicht nur bei Rennsportveranstaltungen, sondern tatsächlich auch bei Festivals wie eben jetzt hier bei Rock am Ring. Die Race Control ist ein wunderbar ausgestatteter Raum mit rund 30 Bildschirmen. Hier laufen alle Kamerabilder, die wir hier am Gelände verteilt haben, zusammen. Im Raum selbst werden heute und in den nächsten beiden Tagen die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben untergebracht sein. Hier laufen alle Funksprüche zusammen, vom Security über Rettungsdienst, Feuerwehr. Die Polizei sitzt hier mit einem Vertreter und natürlich ganz wichtig auch die genehmigende Behörde, die am Ende des Tages die finale Entscheidung über die Veranstaltung hat. Wesentlicher Bestandteil der Veranstaltungsorganisation ist auch zweimal am Tag die sogenannte kalte Lagebesprechung. Genau dort gehe ich als Vertreter des Nürburgrings jetzt mit euch hin. Auch wenn man den Weg zum Laubengang schon oft im Jahr gegangen ist, bei Rock am Ring ist es jedes Mal noch ein besonderes Erlebnis. Während im Hintergrund die letzten Setups und die Schlagzeugproben noch laufen, gehen wir jetzt zur kalten Lagebesprechung. Kalte Lage heißt nichts anderes als wir treffen uns mit den Köpfen der beteiligten Behörden jetzt einfach nochmal, um zu sehen, ob die letzten zu erledigenden Arbeiten auch tatsächlich erledigt wurden. In 1,5 Stunden möchten wir die Tür öffnen. Schauen wir mal, ob alles in Ordnung ist. Und während die Festivalbesucher auf den Campingplätzen noch mit dem Frühstück beschäftigt sind und die Mitarbeiter des technischen Dienstes ein letztes Mal für Ordnung sorgen, bereiten sich die Einsatzkräfte auf den heutigen Tag vor. Ob alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen, Fluchtwege, Aufbauten und auch Sicherheitszonen den Vorgaben der Behörden und Verantwortlichen entsprechen, kontrollieren alle Teilnehmer der kalten Lagebesprechung noch einmal bei einem Rundgang über das Gelände. Ohne Freigabe der leitenden Fachkräfte von Veranstalter, Polizei, Rettungsdienst, Security und natürlich dem Nürburgring kann das Konzertwochenende nicht beginnen. Derweil bereitet man sich im Media Center schon auf die Eröffnung des Festivals vor. Wir sind hier im Ravenol Media Center. Das ist dieses Wochenende mal in einem ganz anderen Setup. Normalerweise sind hier die Motorsportjournalisten und begleiten ein Rennwochenende. Jetzt bei Rock am Ring sind hier die Festivaljournalisten, auch ganz andere Typen, die jetzt hier auf den Nürburgring treffen und ein sehr großes Interesse an dem Festival eben selbst haben und gar nicht so an der längsten permanenten Rennstrecke der Welt. Und ich bin jetzt vorbereitet für das Media Panel. Da wird es nachher ein paar Fragen geben, auch die Möglichkeit für die Journalisten zurückzufragen. Da muss man natürlich extrem gut vorbereitet sein, um A zu wissen, welche Zahlen und Fakten möchte man präsentieren, und auch für Rückfragen ist es immer sehr, sehr gut, wenn man gut im Thema ist, um hier auch ein paar Antworten zu haben. Freue ich mich drauf, das ist Teil meiner Arbeit und das mache ich sehr, sehr gerne. So, kalte Lagebesprechung war erfolgreich. Wir sind 5 Minuten vor Doors Open. Die Menschen sammeln sich hier vor unserem Haupteingang. Wir freuen uns sehr, dass wir mit allen beteiligten Behörden ein grünes Licht bekommen haben. Die Zusammenarbeit war bis hierhin sehr, sehr perfekt. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Und jetzt ganz am Ende noch einen unter uns, ich müsste jetzt hier nicht stehen. Aber das sind genau die Momente, die man mitnehmen möchte. Jeder von unserem Team freut sich, wenn eine Großveranstaltung stattfindet, wenn sie dann auch startet. Und deswegen möchte ich gerne hier stehen. Wir geben jetzt das Festival frei, wünschen uns ein wunderbares, friedliches und feierfreudiges Rock am Ring 2023. Auf die Plätze, fertig, los! So strömen die ersten Festivalbesucher des Jahres auf das Konzertgelände. Dank des sicheren Zutrittssystems müssen die Besucher dabei keine Sprinteinlage hinlegen, um bis zur ersten Reihe der Hauptbühne vorzudringen. Während die Zuschauer sich langsam auf dem Gelände verteilen, ist Ingo Böder schon wieder zurück in der Race Control. Von hier aus wird auch das Crowd-Management betrieben, also das Besucherleitsystem, mit dem die Befüllung der beiden Besucherbereiche 1 und 2 vor der Hauptbühne geregelt werden kann. Der Zugang zu den vorderen Wellenbrechern erfolgt über einen separaten Ein- und mehrere Ausgänge, bei dem ein technisches Kontrollsystem die Besucherzahlen stetig misst. Durch das sogenannte Crowdmanagement kann sichergestellt werden, dass keine überfüllten Zuschauerzonen entstehen und so das Festivalerlebnis für jeden wirklich einzigartig bleibt. So ist nicht nur der Weg zu Getränken und Sanitäranlagen gesichert, sondern vor allem auch ein barrierefreier Zugang für die Sicherheitskräfte jederzeit gewährleistet. Von der Koordinierungsstelle in der Race Control aus kann man also nicht nur über die Ein- und Ausgänge wachen, sondern auch die Rettungskräfte gezielt zu ihren Einsatzorten führen. Die Polizei als Freund und Helfer ist auf dem Gelände nicht nur zur Unterstützung der Sicherheitskräfte, sondern vor allen Dingen im Bereich der Kommunikation unterwegs. Und während vor den Bühnen ordentlich gerockt wird, ist Sebastian vom Technischen Dienst am Nürburgring mit einem ganz besonderen Auftrag unterwegs. Nach einem Anruf aus dem Künstlerbereich ist er nun auf der Suche nach einem geeigneten Werkstück, um ein Eisbad zu bauen. Zum Glück findet sich im Lager schnell das passende Behältnis, das mit ein wenig Einsatz zu einem transportablen Eisbad wird. Spontane Einsätze vielerlei Art sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Technischen Dienstes aus ihrem täglichen Einsatz gewohnt. Ob Reparaturarbeiten rund um die Gebäude und Einrichtungen des Rings oder eine schnelle Beschriftung einer nagelneuen Eisbadtonne, in der Schilderwerkstatt des Nürburgrings kein Problem. So findet nach kurzer Zeit schon das neue Eisbad seinen Weg in den Ringboulevard, in dem die Künstlergarderoben untergebracht sind. Dort wird es bereits sehnsüchtig erwartet. Ein Eisbad vor dem Auftritt, wer kann da schon Nein sagen? Währenddessen ist das Mediateam des Nürburgrings mitsamt Fotografen auf dem TÜV Tower unterwegs, der höchsten Aussichtsplattform der Grand Prix-Strecke. Von hier kann ein spektakuläres Panoramafoto aufgenommen werden. Nach einigen bildstarken Eindrücken geht es zurück
eine Etage tiefer ins Media Center. Hier beginnt gleich die Pressekonferenz von Veranstalter, Nürburgring und Einsatzkräften. Ich bin jetzt vorbereitet für das Media Panel, das heißt, ich habe mir schon meine Punkte, die ich besprechen möchte nachher, die ich den Medienvertretern mitgeben möchte, die habe ich mir aufgeschrieben, grob in Stichworten, da wird es nachher ein paar Fragen geben. Die Journalisten möchten zum Beispiel wissen, wie viel Quadratmeter oder wie viel Hektar Parkflächen, Campingflächen haben wir hier, aber die interessiert natürlich auch, wie ordnet der Nürburgring als Veranstaltungslocation, der natürlich sehr, sehr vielfältige Veranstaltungen hat, wie ordnet der Nürburgring jetzt so einen Rock am Ring ein, weil Rock am Ring ist eine der beiden wichtigsten Veranstaltungen im Nürburgring-Eventkalender, neben natürlich dem legendären 24-Stunden-Rennen, weil sehr viele Menschen in die Region kommen, weil hier eine ganze Kleinstadt auf den Nürburgring trifft. Und das ist natürlich für alle eine tolle Erfahrung, dass die Menschen draußen glücklich sind, aber natürlich auch ein echter Wirtschaftsfaktor. Und das geht es natürlich gemeinsam mit dem Veranstalter, aber auch mit der Polizei, mit dem Deutschen Roten Kreuz. Also jeder hat hier seinen Teil bei der Pressekonferenz oder beim Media Panel, wie es dann hier heißt. Und alle Beteiligten sprechen dann zu ihren Themen. Während die Sonne draußen langsam untergeht, schaut auch Ingo vom Boxendach noch einmal nach dem Rechten. Bis spät in die Nacht dauern die Konzerte und hunderte Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz, um Rock am Ring zu einem der schönsten und auch sichersten Festivals in Europa zu machen. Und während die Fans langsam den Weg auf die Campingflächen antreten, sind die Kehrmaschinen schon wieder im Einsatz, damit es auch am nächsten Morgen wieder heißt: Einsatz, grüne Hölle.